Jetzt sind wir 9 Monate hier, 9 Monate und 2 Tage. Wie findest du das jetzt hier? Liebsten wäre es mir eigentlich, wenn ich hier bleiben würde, aber das Deutschlandhaus würde hierher kommen und da willst du nicht, dass die ausrastet. Wenn die ausrastet, brüllt die dich so zusammen. Let me tell you a story. Guten Morgen, Mathilda. Guten Morgen. Heute ist ein großer Tag. Ja, kann man sagen. Was passiert heute? Ab heute gehe ich eine Woche bis zum Freitag zum Camping, aber ohne Eltern. Das ist nur mit anderen Kindern und ein paar Erziehern. Und genau, und was macht ihr da die Woche über? Jeden Tag unterschiedliche Sachen. Wir haben einen Plan bekommen. Es gibt kein Frühstück, weil wir sonst zu spät aufbrechen, aber es gibt Mittagessen, einen kleinen Snack und Abendessen. Und wir machen auch dreimal Reiten. Man konnte entweder Zirkus, Klettern oder Reiten machen und ich habe Reiten genommen. Genau. Genau. Und dann bist du eine Woche weg, aber das bringt mich zu einer anderen Frage noch. Du hast ja am Anfang gar kein Französisch sprechen können. Wie kommst du denn damit jetzt zu Streich? Zu Recht? Zurecht. Also das geht eigentlich schon besser. Mit den Verben ist es noch ein bisschen schwierig, aber ich kann mich schon gut verständigen, glaube ich. Du Hören, kannst dich ganz normal unterhalten, ja, oder? Wenn ich dich ja. mit Lucy, mit deiner Freundin hier reden höre. Und was sagen die Lehrer? Du hast ja jetzt auch die ganzen Jahre, nicht die ganzen Jahre, die ganzen Monate, hattest du ja jetzt immer 3-mal in der Woche Französischunterricht. Das läuft auch aktuell noch. Was sagen Also die? meine Französischlehrerin, die, ja, ich glaube, die in meiner normalen Schule, die mag mich. Und sie meint, dass ich gut spreche und dann gehe ich auch aufs College. Also ich bin jetzt in der 5. Klasse und sie will, dass ich in die 6. gehe und nicht wiederhole. Aber meine Französischlehrerin will, dass ich wiederhole. Aber weil fast alle jetzt halt wollten, dass ich in die 6. gehe, deshalb gehe ich jetzt in die 6. im August, ja. Ja, die haben gesagt, dass es von der Sprache her kein Problem sei und das, Genau. was du an Stoff noch nicht kennst. Habe ich aus Deutschland. Ja, aber da fehlt dir doch ein Jahr. Die sind ja hier viel weiter gewesen, Ja. also am Anfang mit Mathematik, irgendwie Das mit sagen Hochrechnen sie, und sowas. das sagen sie, ist egal. Und sie sagen, wenn ich in Deutschland eine schlechte Schülerin wäre, müsste ich wiederholen, aber weil ich eine relativ gute war, soll ich nicht wiederholen, sondern gleich in die 6. Hm. Aber du bist ja hier eigentlich auch eine gute Schülerin, also in den Fächern, in denen du bewertet wirst, hast du doch Stimmt, eigentlich gute Noten, was mich echt gewundert hat, auch mit Mathe zum Beispiel. ja. Mathe ist eigentlich relativ leicht. Wir hatten die Halbjahresprobe. Da kam alles, was wir bisher im Jahr gemacht haben, dran. Und das war eigentlich in Mathe relativ leicht. Das war eine Vorbereitung auf die Probe im August, die jetzt kommt, wo wir nach den 2 Wochen Ferien halt alles machen, was wir im ganzen Schuljahr gemacht haben. Ah, okay. Und ist es dann auch sowas wie ein Test für die nächste Schule? Nö, da müssen ja dann sowieso Ähm, alle hin, oder? Nee, eigentlich nicht. Dort kriegt jede Klasse eine andere. Das ist halt einfach, dass du siehst, ob du genügend in der Klasse gelernt hast und was du so mitgenommen hast. Verstehe. So, jetzt sind wir 9 Monate hier, 9 Monate und 2 Tage. Wie findest du das jetzt hier insgesamt? Eigentlich schon schön. Ja. Was heißt eigentlich? Ja, es ist halt mit der Sprache noch ein bisschen schwer, aber ich mag die Sonne und es ist hier auch schön mit dem Meer und so. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du zurückgehen könntest, würdest du jetzt aktuell im Moment zurückgehen wollen, wenn du das überhaupt schon sagen kannst? Am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn ich hier bleiben würde, aber das Deutschlandhaus würde hierher kommen und Sophia auch. Ja, ja, deine Freundin Sophia, an der hängst du schon auch immer noch, gell? Ja, Aber vielleicht kommen die uns ja auch mal besuchen. ja. Vielleicht ja irgendwann in den Sommerferien.
Oder in den Winterferien. Also bei uns wird es ja jetzt erstmal Winter. Das heißt, wir haben es in der Nacht jetzt auch kühler. Ich finde es schon angenehmer. Naja, ich kann hier immer noch im T-Shirt sitzen. Ja, ja klar, natürlich, ich auch. Ja, es sind 20 Grad, aber das ist halt dann kühler für uns Ja. schon. Und natürlich ist es so, dass man insgesamt mehr draußen ist mit der Sonne. Und ich spiele ja oft im Pool und so. Und dadurch ist man öfter draußen mit dem schönen Wetter. Und hier regnet es auch nicht ganz so viel eigentlich. Und es mit anderen zusammen natürlich, weil in Deutschland hat man um 1 Uhr Schule aus. Aber ich habe hier jetzt seit um Viertel vor 4 Schule aus. Und dadurch ist man länger mit Kindern zusammen. Und Also im Vergleich zu Deutschland ist meine Klasse schon relativ netter. Auch die Jungs sind netter. In Deutschland waren die Jungs ja wirklich unnett. Und, und ja, hier spielen die auch manchmal mit den Mädchen, was sie in Deutschland nicht getan haben. Aber ja, Und wie ist es, wenn ihr Pause habt und dann draußen seid? Ist es anders auf dem Pausenhof als in Deutschland? eigentlich ja, weil in Deutschland gab es ein Klettergerüst und so eine Klettermauer, aber das gibt's hier nicht. Bei uns ist es einfach ein riesiger Platz, wo alle Kinder drauf sind und dann so ein kleiner Theaterplatz, wo wir manchmal was singen oder so und auch Geburtstag feiern und so. Und in den Pausen, wir haben insgesamt 4 Stunden in der großen Pause. Die dauert 2 Stunden. Und dort essen wir auch Mittag. Es gibt eine Kantine, das gibt es in Deutschland auch nicht. Und dafür gibt es hier aber keinen Hort und in den Pausen spielen wir dann halt. Und Sind ja. da auch Lehrer da in den Pausen oder seid ihr da ganz, ganz allein? Oder wie ist Nein, es das? gibt Lehrer nicht, die gehen nach Hause. Aber es gibt so Pausenaufsichten, was spielen immer, Uno, Monopoly und alle Spiele, die es dort halt gibt. Und man kann sich dort halt immer aufhalten. Und dann gibt es jetzt halt auch, dass 2 Kinder immer eine Kiste rausbringen mit so Springseilen und so ganz vielen Sachen und so. Und mit denen kann man dann halt auch spielen, ja. Und könnt ihr da auch Hausaufgaben machen oder sowas? Oder macht ihr das? Hausis können wir nicht machen, Aber nein. du hast ja auch Hausaufgaben auf, die machst du dann oft, wenn du dann heimkommst. Genau, weil in der Schule machen wir die nicht. Die meiste Beschäftigung, die wir machen, ist entweder reden oder dass wir halt in die Mädchentoilette gehen. Und dann kann man, weil oben gibt es wie so eine Stange und wenn man dort hochspringt und sich festhält, dann ist das wie eine Art Schaukel. Und dann kann man halt die Hände oben und sich Das heißt, festhalten ihr und geht auf dann die schaukeln. Mädchentoilette, um zu schaukeln, oder Ja, was? Okay. Jungs haben sich schon oft geprügelt, aber hier prügeln sich die Jungs eigentlich nicht. Und die Mädchen mit den Jungs schon, aber auch die berühren sich nicht, sondern die tun nur so. Also zum Beispiel würde ich jetzt so machen. Ah, okay. Ja. Willst du nicht, dass die ausrastet? Wenn die ausrastet, brüllt die dich so zusammen. Da kann man echt froh sein, wenn sie dich mag, weil wenn die dich nicht mag, dann einmal hat ein Junge einen Ausraster bekommen, weil er 5-mal denselben Text abschreiben musste. Dann hat sie wieder gesagt, du hast keine schöne Schrift, hat das Blatt zerrissen und dann musste er es wieder schreiben. Und dann hat er sein Kuli in den Tisch gerammt und dann ist sie ausgerastet. Aber das gab es erst einmal. Hat ein Lehrer hier mehr Macht? Also traut er sich mehr wie in Deutschland? Ich weiß, dass es bei dir in deiner Grundschule, wo du früher warst, da gab es so Schreierei, dass auch irgendwie eine Lehrerin ja, glaube ich, dann aufgehört hat als Lehrerin Ja, die war danach an der Käsetheke im im Biomarkt. Bioladen. Ja, ja, genau, ich erinnere Genau. mich. Aber wie ist es hier? Also beides. Die Kinder trauen sich in Deutschland mehr, aber die Lehrer sind hier auch irgendwie strenger, weil die sich mehr, die hätte in Deutschland wahrscheinlich schon 5-mal eine Ermahnung bekommen. Und ja, Also dann insgesamt, ja, findest du es aber die Kinder hier sind auch, glaube ich, ein bisschen besser erzogen als die Jungs in meiner Klasse. in Deutschland oder hier? Nee, in Deutschland.
Also die Kinder auf Réunion sind besser erzogen als die in Deutschland, die Jungs. Vielleicht liegt es, woran denkst du, dass das liegt? Ich weiß es nicht. Irgendwie sind sie hier einfach netter. Und in Deutschland, glaube ich, lag es daran, dass sie so unhöflich waren, weil ein Junge, der Felix, der hat irgendwie alle dazu angestiftet, Unfug zu machen. Wenn du sagst, dass die Kinder hier freundlicher sind, woran denkst denn du, dass es insgesamt liegt? Also so, ich meine, wenn man irgendwo einkaufen geht, ist ja auch immer Bonjour, guten Tag Ja, und ein kurzes vielleicht, Gespräch. Was, vielleicht wegen der Sonne irgendwie, dass die irgendwie bessere Nerven macht oder so. Und man ist hier auch viel mehr draußen und das ist dann auch schön. Und ich meine, wenn man sich eine Insel vorstellt, dann ist es ja eigentlich schon ein bisschen der Traum, dass Strand und Meer vom Haus ist und eine Palme im Garten. Okay, bei mir ist jetzt kein Meer vom Haus. Das ist ein paar Kilometer weg, aber wir können es immerhin sehen. Und die Palme ist bei uns hinterm Haus. ja. Und bei den Nachbarn haben sie 20 gefühlt im Garten. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naja, also dann machen wir jetzt mal fertig, weil wir müssen ja runterfahren. So, jetzt geht's los. Da ist der große Campingplatz. Ja, da hinten ist die Mathilde, die wir schon kennen. Komm, sind wir schon los?